Doch, es gibt sie, die Schweizer Windräder. Sie sind effizient und sogar etwas kleiner als die herkömmlichen Windräder. Nur, diese Anlage hier steht in Frankreich. Roman Bühler produziert seine Windräder in der Werkstatt am Bodensee, nämlich hauptsächlich fürs Ausland. Die Anlage haben wir jetzt gerichtet für den Libanon und machen wir die letzten Check noch, wie das Ganze so wirklich funktioniert. Wenn man dort ist, sollte es so funktionieren. Nach Anfangsschwierigkeiten hat er nun viel Arbeit. Die Nachfrage ist wieder gestiegen, weltweit, also vor allem von Übersee, also Chile, in den Ländern. Aus der Schweiz? Aus der Schweiz ist ja am Absäbeln ganz. Mont-Crozin im Jura. Hier stehen einige große Windräder. Doch in der Schweiz befinden sich die meisten Anlagen wegen Einsprachen im Gegen- statt im Aufwind. Trotz dem Jahr zur Energiestrategie 2050 wird in diesem und im nächsten Jahr kein einziges großes Windrad gebaut. Zum Ärger des Verbands Suisse Eol. Hier haben wir eine von den 37 Anlagen, die wir haben in der Schweiz. Das ist im internationalen Vergleich rekordverdächtig wenig, leider. 3-mal so viele Anlagen, die sind in der Pipeline. Die sind zum Teil schon seit über 10 Jahren, warten die darauf, dass man sie realisieren kann. Die sind blockiert durch Einsprachen, die meisten. Das ist aus unserer Sicht ein sehr schwieriger Zustand, wenn man mit der Energiestrategie vorwärts kommt. Die Schweiz produziert weniger Windenergie wie einige geografisch und windtechnisch ähnliche Regionen. In Europa erhält Dänemark die Bestnote. Dänemark produziert 2240 Kilowattstunden Strom pro Einwohner. Wo ist die Schweiz in dieser Rangliste? Erst auf Platz 26 mit 13 Kilowattstunden. Nur 3 europäische Länder produzieren noch weniger. Er und sein Verband blockieren viele Windräder in der Schweiz. Raimund Rodewald der Stiftung Landschaftsschutz ist einer der fleißigsten Einsprecher. Die Stiftung hat eine Karte aufgeschaltet. Grün die Windräder, die stehen, blau jene, die in Planung oder blockiert sind. Rodewald verteidigt sein Vorgehen. Gerade in der technologischen Entwicklung hat man gesehen, dass die Windanlagen ja riesige Sprünge gemacht haben. Eine Anlage heute ist so viel wert in der Produktion wie 5 Anlagen vor 10 Jahren. Und ich glaube, wir machen ja besser nicht die Fehler wie andere Länder, die bulldozerartig ihre Landschaften verbaut haben und Windenergieanlagen, die auch ineffizient sind, einfach in Schutzgebiet gestellt haben. Das wollen wir nicht in unserem Land, weil der Natur- und Landschaftsschutz einfach eine wichtige Bedeutung hat. Das Ziel des Bundes, 800 Anlagen zu erreichen, sei schwierig, sagt der Windturbinenbauer Roman Bühler. Nicht nur wegen den Einsprachen. Theoretisch sind 800 Standorte möglich, aber praktisch ist es nicht ganz so einfach, dort hinzukommen. Um eben die Straße zu befestigen oder das Zeug gut zu bringen. Ich schätze, etwa 150 wird realistisch. Deshalb setzt Bühler mit seinen Windturbinen auf die Wachstumsmärkte im Ausland.